Ich freue mich, dass ich heute den Gründer vom Art on Ice und den CEO von Gari Event AG zu Gast habe. Herzlich willkommen, Oliver Höhner. Hallo. Oli, auch wenn man dich heute als erfolgreicher Veranstalter und Geschäftsmann wahrnimmt, möchte ich doch ganz rasch auf deine sportliche Karriere eingehen. Du bist früher Eiskunstläufer gewesen. Ist das etwas, das heute noch bei dir im Alltag eine Rolle spielt, nebst dem Art on Ice? Also ich persönlich nicht mehr. Das heisst, ich bin seit dem Jahr 2000 nicht mehr auf der Schlittschuh gestanden. Ist wahr? So lange nicht mehr? Jawohl. Okay. Ich habe die bewusst dann am berühmten Nagel gehängt und habe mit dem abgeschlossen mit dem Thema. Ich bin natürlich über den Sport trotzdem noch verbunden mit dem Eiskunstlaufen. Das heisst jetzt auch mit der Nachwuchsförderung, aber auch mit der Schweizer Eiskunstläufer, die wir managementmässig betreuen, wie auch sogar internationale, die wir betreuen. Und natürlich das ganze Booking im Eiskunstlaufen läuft über mich und dann gar nicht Weltmeisterschaften und so weiter. Also ich bin schon noch mit dem Sport sehr eng verbunden. Aber ich persönlich bin nicht mehr auf dem Eis. Nach deiner Sportlerkarriere bist du Gründer von Art on Ice Productions. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und du bist Unternehmer bei Gari Event, einer der erfolgreichsten Eventagenturen der Schweiz. Eines der grossen Themen bei vielen Spitzensportlern ist, wie sie die Transformation oder die Transition ins Berufsleben schaffen. Magst du dich da noch zurückerinnern? Ist das für dich schwierig gewesen oder relativ einfach? Ich habe nach meiner Wettkampfkarriere verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe ein Trainerdiplom gemacht, habe als Coach gearbeitet, als Choreograf. Ich habe noch weiter Tourneen gemacht als Eiskunstläufer noch im Ausland. Und habe eigentlich gefunden, es ist dann doch nicht ganz meins. Also ich will in eine andere Richtung noch gehen. Und habe eigentlich gefunden, Eiskunstlauf bietet so viel mehr als das, was an den Shows gezeigt wird. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich selber eine Eiskunstlauf-Show gestalten und produzieren. Und dann war es eigentlich Learning by Doing gewesen. Mit nichts angefangen, mit vielen Fehlern angefangen und sehr schnell Entwicklung durchgemacht. Dann auch natürlich durch den Erfolg, den wir hatten, von Anfang an. Der Publikumserfolg war gut gewesen. Das Event-Business hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm verändert. Mich dunkt, es wird immer grösser, verrückter, pompöser, aber natürlich auch kostenintensiver. Wie hast du das wahrgenommen? Über 2 Jahrzehnte jetzt schon unterwegs? Bald 3. Bald 3 sogar. Hat sich das, also bist du da mit Herzblut nach wie vor dabei und findest, es entwickelt sich immer zum Besseren? Oder gibt es da auch Momente, wo du sagst, hey, jetzt hat es aber irgendwo mal eine Grenze erreicht, man sollte vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen? Nein, grundsätzlich finde ich immer die Weiterentwicklung spannend und interessant. Also klar, es gibt die Schattenseiten. Künstlergagen gehen die ganze Zeit durch. Also man muss immer versuchen, dort irgendwie noch einen Kompromiss zu finden zwischen einem sehr guten Künstler und musikalisch interessanten Künstler, aber auch noch, wo noch in ein gewisses Budget hineingeht. Budgets sind natürlich sehr stark gestiegen, natürlich auch vor allem auf der technischen Seite. Man tut immer mehr Innovation reingeben, spezielle Sachen, weil man sich ja auch weiterentwickeln muss. Und nicht immer das Gleiche zeigen. Also jedes Jahr kommen wir mit einer ganz neuen Show, mit einer ganz neuen Bühne, mit ganz neuen Elementen, die wir zum Teil halt selber kreieren und erarbeiten. Das ganze Team ist viel grösser geworden mit Choreografen. Mehrere Choreografen, Eischoreografen, Tanzchoreografen, Akrobatikchoreografen und so weiter. Also es ist ein rechtes Team geworden. Und wir arbeiten halt dann sehr international. Also wir zum Teil vorproduzieren in Amerika, zum Teil in Kanada vorproduzieren. Oder in Deutschland und so weiter. Und nachher kommt es dann irgendwann da zusammen. Also der Aufwand ist extrem viel grösser geworden. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, sehr viel spannender nochmal. Also man sieht immer wieder neue Sachen. Vor allem, ich sage jetzt mal so, die virtuelle Welt spielt ja auch immer mehr rein. Ich mag mich erinnern, als letztes Jahr, da haben wir auch schon die ersten AI-Charaktere mit in die Show eingebaut. Ist für euch die virtuelle Welt ein Segen oder auch ein Stück wieder Konkurrenz? Weil die Leute nicht mehr unbedingt nur noch draussen an Events Erlebnisse haben können? Grundsätzlich ja, es ist eine gewisse Konkurrenz, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der Trend auch wieder wird ein bisschen zurückgehen. Weil ich sage immer, nothing beats life. Also
das Erlebnis vom Live ist nochmal etwas anderes, als wenn man es nur virtuell anschauen tut. Ich sage auch, am Fernsehen, meine Show kommt niemals so gut rüber, auch wenn sie noch so gut abgefilmt ist, wie wenn man sie live anschauen. Die Emotionen, der Vibe, das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, die Leute werden das wieder mehr merken und hoffentlich auch die Jungen, dass eben nicht nur am Tablet und am iPhone funktioniert, sich zu unterhalten, sondern eben, dass man wirklich wieder in die Hallen geht, um wirklich gute Shows anzuschauen und Konzerte zu sehen. Es ist der direkte Kontakt, der schlussendlich die Emotionen transportiert. Gerade das Thema Emotionen ist ja auch bei vielen Unternehmen ein Thema, wenn sie bei den Marketingaktivitäten unterwegs sind. Es wird auch immer lauter, also wir kämpfen alle um Aufmerksamkeit kämpfen, auch im Event-Marketing wird es immer lauter. How do you cut through that noise? Also was macht Art & Ice besser, anders, lauter, dass man euch nach wie vor wahrnimmt? Ich glaube, dass wir einen sehr guten Namen haben. Also, wir haben einen sehr hohen Erkennungswert. Also, das merkt man einfach, wenn man Leute, die ich jetzt neu kennenlerne oder so, und wenn die Art & Ice hören, macht es eigentlich bei jedem Klick. Also, wir haben da den Namen, den Brand, haben wir extrem gut aufgebaut und ich glaube auch sehr positiv geladen. Also, dass halt die Leute sehen und wahrnehmen, was wir ihnen bieten in diesen gut 2 Stunden, wo wir Shows produzieren, jedes Jahr für den Zuschauer. Dass sie halt wirklich ein Highlight am anderen bekommen. Und halt von dem her, ich glaube, dass wir qualitativ weiter sind als die meisten anderen Shows und die meisten anderen Konzerte, weil wir eigentlich nur das Beste vor allem rausnehmen können und das miteinander kombinieren können. Und wir halt mehrere Künstler drin haben. Wir haben eigentlich nur die besten Songs von den Künstlern. Wir haben nur die besten Momente von den Eiskunstläufern drin, die besten Momente von den Tänzern. Wir müssen nicht irgendwie mit einem Act 2 Stunden füllen, sondern wir haben so viele verschiedene Ingredients drin. Und ich glaube, das macht es halt sehr, sehr hochwertig. Hochwertig und vor allem auch nach wie vor einzigartig, die Kombination von der Artistik und der Musik. Du hast gerade erwähnt, auch internationale Künstler. Wie schaffst du das jedes Jahr? Stehen die mittlerweile bei dir schon Schlange, dass sie gebucht werden? Oder braucht das nach wie vor auch gutes Network und Überzeugungsarbeit, um die richtigen Künstler zu bekommen? Also, beides. Beides. Die einen stehen Schlange, das heisst aber nicht, dass du unbedingt die in der Show rein haben willst, die der Schlange stehen. Und bei den anderen zum Teil schafft man jahrelang also um ein Engagement, bis es dann auch stattfinden tut. Was war das längste? Wer hast du am längsten bearbeiten müssen? Oder schauen müssen? Dort, wo wir Simply Red hatten, das ist glaube ich etwa 8 oder 9 Jahre gegangen. Ja. Bis sie sich dann selber gemeldet haben und gesagt, okay, jetzt ist der Moment jetzt wäre gut. Ja. Und das ist meistens so, dass halt, also die finanzielle Geschichte ist die eine Sache, aber auch die ganze Karriereplanung der Künstler, was gerade wollen, wo sind ihre Prioritäten, wollen sie selber möglichst viel Tourneen und Konzerte spielen, nur ihr Ding durchziehen, wann sind sie offen, eben halt so Crossover-Sachen zu machen, neue Sachen zu erleben, ihre Musik auch anders umgesetzt haben. Und dort muss man sie dann im richtigen Moment von der Karriere verwünschen. Und natürlich, bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass wir mit jedem Künstler arbeiten können. Also er muss zu uns reinpassen, er muss sich bereit sein, unterzuordnen, das heisst unterzuordnen. Ich entscheide, welche Songs gespielt werden, ich tue zum Teil sogar Einfluss nehmen, welche Versionen, und zum Teil müssen wir sie auch neu arrangieren und so weiter. Also er muss bereit sein, mit uns zusammen zu arbeiten. Das ist nicht jedem gelegen. Und Musik muss sich halt auch für unsere Veranstaltungen eignen, also auch, dass man auch mit dieser Musik arbeiten kann, damit die richtigen Choreografien können entstehen und natürlich auch die richtigen Emotionen dann bekommen und dass es alles matchen tut. Und da ist nicht jede Musik dazu geeignet. Selbst sehr gute Künstler, die sehr viel Airplay haben, sind zum Teil für uns nicht geeignet, weil es einfach von der Dynamik her oder von den Emotionen die Musik nicht passt für uns.
da kommt natürlich dein Background als Eiskunstläufer, der selber zum Musikprogramm gelaufen ist, natürlich sehr zu tragen, nehme ich an. Ich finde es auch schön zu hören, dass da jahrelange Arbeit dahinter steckt, also wo auch beweist, wie wichtig das ist, dass man so einen Namen aufbaut, so eine Qualität aufbaut. Lass uns noch mal über das Thema Finanzierung reden. Wir haben es vorhin gesagt, es wird immer grösser, kreativer, pompöser und es wird aber auch immer schwieriger, um sich durchzusetzen durchs Marketing, durch das ganze Neues. Wie wichtig ist es da, dass man da gute und langjährige Partnerschaften aufbaut? Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Die wichtigste Partnerschaft haben wir eigentlich mit unserem Kunden, mit unserem Ticketkäufer. Das ist für uns eine ganz wichtige Partnerschaft, die eben auch einen jahrelangen Aufbau braucht. Oder? Wir haben sehr viele, die wiederholend zu uns kommen. Wir haben aber jedes Jahr 30% etwa neue, die noch nie bei Arte 1 waren, was sehr gut ist für uns. Und dort versuchen wir dann eben die zu gewinnen für eine Partnerschaft. Und die anderen Partnerschaften sind natürlich im Bereich Sponsoring, im Bereich Werbung, wo uns eine solide Basis geben, um auch unsere Veranstaltung anzupromoten, aber uns auch ein gewisses finanzielles Plattform geben, dass wir von deren aufbauen und eigentlich wirklich dann auch die Engagement eingehen, die halt so sehr, sehr teuer sind, die dann halt nicht ein paar 10'000 Franken kosten, sondern bis in Millionen reingehen können. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dort verlässliche Partner haben, die schon sehr, sehr lange mit uns zusammen arbeiten. Schön ist auch, dass wir das zusammen erarbeiten. Da möchte ich auch ganz gerne noch auf unsere Markenambassadoren zu sprechen kommen, Kimi Reppont, der Lukas Pritschki, die Alexia Paganini. Unfassbare Eiskunstläufer, die natürlich bei dir auch die Show haben werden. Dürfen wir sie auch wieder erwarten dieses Jahr am Arte 1? Absolut, es sind alle 3 dabei. Wir freuen uns. Jetzt ist gerade im Moment der Grand Prix losgegangen im Eiskunstlaufen. Wir werden auch andere Läufer haben, die bei uns unter Vertrag sind im Management, aber auch in der Show, wie dem CAMV, der jetzt schon den Grand Prix in Frankreich gewonnen hat, oder der Ilya Malinin, der schon 2 Grand Prix gewonnen hat. Also wir werden da schweizerisch wie international Topläufer haben. Und wir freuen uns extrem, dass die SMZH eben auch über ein normales Sponsoring aus eben auch ein Partner ist jetzt in der Entwicklung von unseren Schweizer Eiskunstläufern und auch auf die dort setzen als Markenbotschaft. Das finde ich super. Definitiv. Darf ich als abschliessende Frage noch, ich bin sehr neugierig auf die diesjährige Show. Darfst du schon etwas verraten? Was ist das Highlight, wo du sagst, oh, da freue ich mich am meisten drauf? Meine Shows sind ja so aufgebaut, dass es nicht einfach ein Highlight gibt. Ja. Und mein Ziel ist immer, dass ich von der ersten bis zur letzten Minute ein Highlight am anderen anreihen kann. Und das ist nicht immer einfach, aber das ist eigentlich mein Ziel. Ich glaube, wir haben mit den Eiskunstläufern, die jetzt zum Teil neu dabei sind, wir haben neue Tänzer dabei, wir haben neue Leute, die im Ensemble sind. Also wir haben dort wieder ein bisschen mehr frischen Wind reingebracht als auch schon. Und von den Künstlern her kann man sagen, dass wir eigentlich mit denen, die wir jetzt zusammenarbeiten, ein unglaublich reichhaltiges Musikprogramm werden können zeigen. Oder so Marius Bär, der ganz anders ist als der Stress und trotzdem macht es etwas zusammen. Und Paloma Faith, die bei uns schon jetzt probiert hat, unglaubliche Künstlerin, unglaubliche Sängerin, Schauspielerin noch dazu. Also die hat dann wirklich all die Ingredients, die mir gefallen, und das werden wir natürlich versuchen, noch mehr auszuspielen dann. Dass nicht nur einfach eine normale Performance ist auf dem Eis oder auf der Bühne, sondern dass das halt dann noch mal ein Stück weitergeht. Und Birdie, der ganz ein anderer Typ ist, sehr schüchtern so, aber trotzdem eine unglaubliche Stimme und Ausstrahlung hat und in eine ganz andere Richtung geht, musikalisch. Ich glaube, wir werden ein Top-Programm haben. Es tönt auch sehr anmächtig und ich bin überzeugt, es ist in der Vergangenheit immer gelungen, aus einem kleinen Highlight aneinanderreihung einen grossen Highlight-Abend zu machen. Ich freue mich sehr aufs Arte 1 dieses Jahr. Danke vielmals, Oli, bist du da gewesen. Danke dir.